Hallo, witam i zapraszam zu einer neuen Folge Schlemmen mit Przemek. Heute aus der Reihe Einfach und lecker Grillgemüse aus dem Backofen mit frischem Lachs. Bevor wir aber loslegen, da muss ich mal kurz spiegeln. Hat mich letzte Woche Hugh Orlando angesprochen mit der Frage, bei wem ich dann einkaufe und wie ich dann auf die Zutaten achte. Also, heutzutage ist es natürlich schon so, dass man so ein bisschen mehr auf den Preis gucken soll, bei den Spritpreisen. Das geht jetzt alles momentan nicht. Aber wichtig ist, dass man mit Vernunft einkauft. Ja, klar, wo ich früher noch jung war und Familie hatte, musste ich auch immer den Euro zweimal umdrehen und immer gucken, wo ich das Geld zusammenkriege. Heute ist es ein bisschen einfacher. Und deswegen kann ich euch sagen, heute war ich auf dem Markt heute Morgen und habe ich ganz frisch eingekauft. Da muss man natürlich immer gucken, ob man sich das alles so leisten kann, weil das Gemüse auch immer ein bisschen teurer ist im Winter wie im Sommer. Im Sommer ist es natürlich ein bisschen einfacher, was einzukaufen, im Winter etwas schwieriger und da sollte man auch ein bisschen achten, was man einkauft. So Wintergemüse, vielleicht Kohl oder Kartoffeln oder Kohlrabi. Im Sommer ist es einfacher, dann kann man sich eine Paprika kaufen, Zucchini. Ich habe auch einen frischen Bärlauch gekauft. Und das ist wichtig, dass man darauf achtet. Und genau. Und jetzt fangen wir an mit Kochen. Und für die Gemüsepfanne haben wir heute Kartoffeln habe ich gekauft. Eine ganz normale frische Kartoffel, eine Süßkartoffel, Rosenkohl, Zucchini, 2 Karotten, eine rote Karotte und eine lila Karotte. Das ist so eine O-Karotte, die ist in der Mitte lila. Eine Paprika, Champignons, eine Zwiebel und für den Dip machen wir einen Quark, ein bisschen Joghurt und einen frischen Bärlauch. Und da fangen wir jetzt gleich an mit dem Rosenkohl. Da habe ich euch mal letztes Mal schon gezeigt, wie das funktioniert. Jetzt muss ich mal gucken. Einen kleinen Messer. Das habe ich mir natürlich jetzt nicht vorbereitet. Da ist es. Wie man den Rosenkohl richtig putzt. Dann nimmt man das und schneidet hier unten sauber ab. Die obersten Blätter runternehmen. Und wie ich beim letzten Mal schon erklärt habe, einfach in der Mitte ein Kreuz machen, so dass es dann schneller gar wird. So, bei den nächsten genauso. Einfach abschneiden, die äußeren Blätter runternehmen und dann in die Mitte durchschneiden. Und das machen wir dann jetzt mit dem Durchschneiden bei allen Rosenkohl Köpfen. So. Wunderbar. Ich habe nebenbei schon Wasser aufgesetzt. Wichtig ist, so einen Rosenkohl ein bisschen vorkochen, weil das ganze Gemüse, das geht ja dann für ungefähr 20 Minuten im Backofen. Und der Rosenkohl, der braucht dann schon ein bisschen mehr als 20 Minuten. Und wir wollen ja auch schönen frischen Rosenkohl essen. So, so sieht es aus. Dann packt man wieder rein. Und ich habe hier im Hintergrund schon Wasser aufgesetzt. Das Wasser ist heiß. Das packen wir da rein. Ein bisschen Salz dazu und ungefähr 5 Minuten köcheln lassen. Die restlichen Blätter von dem Rosenkohl, die können dann weg. Und jetzt bereiten wir uns die Gemüsepfanne vor. So, und da brauchen wir eine große Schüssel für das ganze Gemüse und legen mal los. Die Champignons vierteln wir, einmal in die Mitte durchschneiden. Es kann ruhig ein bisschen grober sein. Das Ganze im Backofen verdampft die Flüssigkeit, das Wasser aus dem Gemüse, das wird dann ein bisschen kleiner. So, da haben wir die Champignons schon geschnitten. Dann machen wir Zucchini. Einmal oben, einmal unten abschneiden. So, ja, zack. Das habe ich euch mal
schon beim letzten Mal erklärt, ich mache es immer so, dass ich dann hier aus der Mitte ein Fruchtfleisch rausschneide, da ich einfach finde, das ist pures Wasser. Die Körner, die muss man jetzt nicht unbedingt essen. Wenn ihr natürlich meint, ihr wollt das dann drinnen lassen, könnt ihr das ja gerne machen. Einfach mit dem Messer hier ansetzen und vorsichtig rausschneiden. Also ich mag es nicht, aber wie gesagt, darf jeder natürlich selber entscheiden, wie er es dann haben möchte. So, und dann die Zucchini auch dann in schöne grobe Stifte schneiden, Streifen, Würfel, wie ihr dann mag. So, dann kommt Zwiebel, die auch einfach grob schneiden, kommt da auch rein. So, und hier natürlich, je nachdem wie viele Leute ihr seid, muss man dann immer variieren, ob man jetzt 2, 3 Karotten, eine Zucchini nimmt. So, und da sieht man ja die lila Karottensorte, die O-Karotte eigentlich. Wir Menschen, wir wollen dann immer was Schönes, aber das ist ja die Karotte, die am Anfang gab. Und dann haben wir uns entschieden, irgendwann eine Orange zu haben, und das würde halt alles Richtung Orange gezüchtet. Die kann man jetzt dann mittlerweile auch schon kaufen. Hier gibt es dann schöne Farbe, auch in dem Gemüse. So, dann reicht mir aber auch eine rote und eine lilane. Die habe ich noch nicht geschält. Die habe ich, wie gesagt, heute auf dem Markt gekauft. Schön gewaschen. Und dann reicht es. Bei den Süßkartoffeln und bei den normalen Kartoffeln ist es genauso. Da schneide ich einfach die Enden ab, so dass es dann so, dann schneiden wir das dann hier in die Mitte, und daraus schneiden wir uns auch schöne Stifte. Bei den Süßkartoffeln, da muss man so ein bisschen aufpassen, dass man die ein bisschen größer schneidet als die normale Kartoffel. Die ist eher schneller gar als die normale Kartoffel. Deswegen, um das gleichmäßig gar zu haben, schneiden wir die Süßkartoffel ein bisschen grober. So, und dann kommt die normale Kartoffel. Die habe ich auch frisch gewaschen. Einmal runterschrubben, wenn man die frisch kauft auf dem Markt. Da ist da ein bisschen Erde dran vielleicht, deswegen immer schön waschen. Die dann ruhig ein bisschen kleiner und dünner schneiden. So, hoppala, das ist schon runtergefallen. Das tun wir dann nachher weg. So, und dann schöne Spitzpaprika. Die brauchen wir auch nicht ganz. Ist auch gewaschen. So, einmal in die Mitte schneiden. Und dann auch in Streifen. So, wunderbar. Dann passt es. Unser Rosenkohl, der köchelt jetzt vor sich hin. Wunderbar. Jetzt war es ungefähr 5 Minuten im Wasser, im Salzwasser. Dann nehmen wir ein Sieb und gießen es dann ab. Und immer dran denken, mit kaltem Wasser abkühlen, so dass es dann noch eine schöne Farbe behält. So, ich schmeiße es da in die kleine Schüssel. Und dann kann ich euch zeigen hier, wunderbar, der ist hier in die Mitte aufgegangen. Da hat er schon ein bisschen Temperatur und ein bisschen weich ist er denn. Schöne Farbe hat er auch. Und das machen wir dann rein in unsere Gemüsepfanne. So, um das dann jetzt im Backofen schieben zu können, würzen wir das Ganze. Vorweg,
mache ich ein bisschen Öl drauf. Ich darf selber entscheiden, normalen Salatöl, Sonnenblumenöl, was es alles so gibt. Ich nehme Olivenöl. Das hat ja den Hintergrund, dass wenn ich jetzt das ganze Gewürz reinmache, dass es auch an diesem Gemüse auch hebt. Also das Öl umhüllt das Gemüse und an dem Gemüse bleibt dann natürlich das ganze Gewürz dann hängen. Was ich reinmache, ist ein bisschen Rosmarin. Ich habe jetzt noch von dem trockenen Rosmarin hier ein bisschen was. Wenn es natürlich Richtung Sommer geht, gibt es dann frische Kräuter aus dem Garten. So, dann ein bisschen Thymian, Kartoffel, Thymian, das passt ja immer gut rein zusammen. So, dann Knobi. Wichtig, dass man schön Knobi reinmacht. Und was ich mag, ist ja dieses 7 Kräutergewürz. Da ist ja alles drin. Petersilie, Schnittlauch, Majoran, auch noch Thymian. Was gibt es da noch? Liebstöckel. Genau. Also von dem mache ich dann auch immer was rein. Salz und Pfeffer. Und schön Salz noch rein. Wunderbar. Und dann Hände waschen, oder wenn die schon gewaschen sind, so wie meine, einfach rein in die Schüssel und das alles schön vermengen. Dass die Gewürze, das Öl überall rankommen. Hoppá, heute ist die Erdanziehungskraft heute wieder sehr bemüht, mein Gemüse zum Boden zu ziehen. So. Und dann wären wir da soweit. Das Ganze kommt jetzt aufs Backblech drauf. Dann kann ich euch mal zeigen. So sieht jetzt mein Grillgemüse aus. Süßkartoffeln, normale Kartoffeln, Pilze, Zucchini, schön Rosenkohl, die Zwiebel, schön gewürzt. Und das packen wir jetzt bei 220 Grad für ca. 20 bis 25 Minuten in den Backofen. Und als nächstes fangen wir mit dem Lachs an. Als nächstes machen wir uns unseren Bärlauchquark. Dann fangen wir an in der Schüssel, Joghurt, Quark, ja. Wenn jemand nicht weiß, was Bärlauch ist, und Bärlauch ist ja Kräuter, die wachsen wild auf der Wiese, aber dann natürlich aufpassen beim Sammeln, nicht, dass man das Falsche sammelt und dann sich dann den Magen verdirbt und dann ganz schwer krank wird. Deswegen immer aufpassen, aber man kann es natürlich auch auf dem Markt kaufen, dann ist das natürlich sicher, das haben die Profis dann gesammelt und dann kann nichts passieren. So, Bärlauch ganz fein schneiden, das schmeckt so leicht nach Knoblauch, also da brauchen wir jetzt kein Knoblauch zusätzlich. Die Frische, das riecht schon so ein bisschen nach Knoblauch, das packen wir hier rein. So, Pfeffer, Salz, und ein bisschen Säure. Ich schneide mir jetzt hier was ab. Ich brauche nämlich den Rest noch als Abrieb für meinen Lachs. Ein bisschen Säure rein. Und dann einfach vermengen. Und dann passt der wunderbar zu unseren Gemüse und zu unserem Lachs.
Und immer aufpassen, so wenn es jetzt eine Viertelstunde das Gemüse im Ofen war, da kann man dann mit dem Lachs anfangen. Yeah, clap your hands, say it together. Eastern, Southern Poland. Hallihallo, da sind wir wieder. Jetzt hat mich natürlich keine Ruhe gelassen. Wir haben vorher hier den Bärlauch-Dip gemacht mit frischem Bärlauch aus dem Wald und haben uns lange überlegt, was es tatsächlich ist. Jetzt habe ich gegoogelt, dass man natürlich keine unerwünschte Kommentare bekommen oder dass wir jetzt an euch irgendwas Falsches geben. Das steht drin, der Bärlauch ist eine altbekannte Gemüse-, Gewürz- und Heilpflanze. Die Pflanze ist zwar komplett essbar, genutzt werden aber vorwiegend die Blätter. Oft auch mit den Stängeln frisch als Gewürz für den Dip, Soßen, Kräuterbutter und Pesto. So, also, jetzt weiß man, dass es einfach Gemüse ist. Dann packen wir das weg und kann man uns dann auf unseren Lachs konzentrieren. Für den Lachs brauchen wir Mehl. Dann nehmen wir einen Löffel Mehl. Da wollen wir den Lachs drinnen wälzen. Einfach in den tiefen Teller rein. Das reicht. Würzen das Ganze mit Pfeffer. Da kommt noch Pfeffer raus. Jawohl. Mit Salz. Da kann ruhig ein bisschen mehr Salz rein. Und ein Zitronenabrieb. Fisch und Zitrone passt ja wunderbar zusammen. So. Das reicht. Und dann mengen wir das Ganze so ein bisschen drin und dann legen wir uns den Lachs da rein und einfach im Mehl einmal wälzen. Das heißt, wenn wir das da jetzt in Öl reinlegen, dann gibt es eine schöne Kruste oben drauf. So, das haben wir jetzt vorbereitet und dann die Pfanne heiß machen, einschalten und dann geht es ans Braten. Die Pfanne ist jetzt heiß, ein bisschen Öl rein und dann den im Mehl gewälzten Lachs. Aufpassen, nicht zu hoch drehen, nicht zu warm machen die Pfanne, nicht dass es nachher gleich verbrennt. Ruhig ein bisschen langsamer braten. So, dann kriegt ihr schon mal wieder eine schöne Farbe bekommt. Bei Fisch ist immer so, da muss man ein bisschen aufpassen, dann mache ich gleich Fenster auf. Ja, dass die ganze Wohnung verräuchert ist. So, den Lachs ein bisschen hin und her drehen. Wenn es so raucht, dann ist es halt ein Zeichen, dass es ein bisschen zu heiß gewesen ist, die Pfanne. Ihr habt es jetzt aber ein bisschen runtergedreht. Dann tatsächlich aufpassen, öfters mal drehen, nicht dass sie von einer Seite verbrennt. Jetzt sieht es ein bisschen besser aus. Jetzt geht die Temperatur auch runter von der Pfanne. Und jetzt denke ich mal, je nach Geschmack, wenn einer ein bisschen mehr rosa haben möchte oder einen komplett ganz durch haben möchte, zwischen 5 bis 6 Minuten auf jede Seite und dann dürfte der Lachs perfekt sein. Ist natürlich auch noch die Frage, wie dick der ist. Also mein Lachs, der ist ja jetzt nicht unbedingt ganz
ganz von der dicksten Sorte. Deswegen reicht das ja 5-6 Minuten auf jeder Seite. Und dann gucken wir uns das mal an. Yeah, clap your hands, say together. East and south and Poland, everybody a chance to meet us, doing that right, the Chemek right. Call the evil little kid, get that you meet. Ihr merkt ja, die Farbe ist wunderbar. Wenn man es ein bisschen langsamer macht und nicht hauruck vom Anfang an, dann bildet sich hier an der Seite kein Eiweiß, der austritt. Deswegen lieber Stufe runtergehen mit der Temperatur, lieber eine Minute mehr nehmen zum Braten, als zu schnell und zu heiß. Und dann kann es ja auch nichts passieren und dann schmeckt er wunderbar. In der Zwischenzeit schauen wir uns mal jetzt das Gemüse an. Das Gemüse ist jetzt fertig. Den Lachs habe ich schon runtergenommen, runtergedreht. Der zieht jetzt noch ein bisschen vor sich hin. Jetzt mal, hoppala, so passiert das auch, wenn man nicht aufpasst. Wirklich aufpassen, ist es heiß. Nie, dass sich einer verbrennt. Wunderbar. Guck dir mal das an, wie schön das Gemüse geworden ist. Wunderbar. Dann brauchen wir noch einen Löffel zum Anrichten. Teller. Wunderbar. Und dann kann man von dem Gemüse hier was anrichten. Wie gesagt, für das Gemüse, das könnt ihr alles nehmen. Kürbis, es kommt Sommer, Frühling, da kommt der Lachs mit dem Spargel, natürlich super zu Geld. Und da gibt es einen grünen, da gibt es einen weißen Spargel. Das kommen wir natürlich auch irgendwann. Da zeige ich euch mal, wie man den Spargel schält und was man denn alles Leckeres machen kann mit dem Spargel. Aber das kann natürlich auch in so eine schöne Gemüsepfanne auch rein. So. Dann machen wir das hier. Wunderbar. Dann legen wir den schönen Lachs. Guck mal, wie schön der geworden ist. Wunderbar. Einmal Lachs dazu. Dann schöne Zitronenscheibe drauf. Und von dem Bärlauchdip was an die Seite. Wunderbar. Jetzt ist es fertig. Mein Grillgemüse aus dem Ofen mit roten und lila Karotten, Zucchini, Rosenkohl, Süßkartoffeln, normalen Kartoffeln mit dem Bärlauchdip und frischen Lachs. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen, guten Appetit und ihr wisst ja, Daumen hoch, kommentieren oder einfach mal weiterempfehlen, liken. Junge Leute, ihr wisst, wie ihr das machen müsst. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Nachkochen. East and south and Poland, everybody a chance to meet us, doing that right, the Chemek right. Call the evil little kid, get that you meet, oh, an alley in the street, doing that right, the Chemek right. Yeah, Chemek, 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 Chemek.